Hallo, ich bin Katie Derbyshire. Ich bin hier mit Dr. Sigrid Grabner in Potsdam und wir reden über ihren Ehemann Hasso Grabner, weil wir ein Buch über ihn herausgebracht haben bei B&Q Books. Ich fange einfach mal an. Frau Grabner, wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Das war 1962. Ich war damals Studentin. Ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet vor dem Studium in Berlin und habe nebenher literarische Texte geschrieben. Also ich war 19. Und diesen Text habe ich eingeschickt zu einem Preisausschreiben der VEB Leuner Werke Walter Ulbricht, wo ein zirkelschreibender Arbeiter existierte. Und dann bekam ich Post von dem Leiter dieses Zirkels namens Hasso Grabner, der mich einlud zu einer Tagung. Und dann fuhr ich also nach Leuna und habe dort den Raum gesucht, wo diese Veranstaltung stattfand. Habe lange gesucht, auf langen Fluren bin ich hin und her gelaufen und da begegnete mir ein unbekannter Mann und unsere Blicke kreuzten sich. Und im Vorübergehen, und dann ging ich weiter und wir drehten uns gleichzeitig nacheinander um. Das war mir sehr peinlich. Und dann kam ich in den Raum, fand ich endlich den Raum, wo die Veranstaltung stattfand. Und da saß der Unbekannte und lachte mich an und sagte, mein Name ist Hasso Grabner, wir kennen uns ja schon. Und so begann die Geschichte. 1962 im Januar. Sehr schön, durchschreiben. Durchschreiben. Passend. Hat er viel von seiner Vergangenheit erzählt? Das musste er notgedrungenermaßen, denn ich war ja eine Generation jünger als er. Und das hat mich sehr interessiert, sein Leben. Ich habe also viele Fragen gestellt und er konnte sehr lebhaft und bildhaft erzählen. Und so ist mir eigentlich, als hätte ich die Zeit seiner Kindheit, Jugend in der Weimarer Republik, Naziregime, Buchenwald, Strafbataillon 999, als hätte ich das alles miterlebt, ne? Weil das treten sich die Gespräche drum. Ich hatte ja noch nicht so viel zu erzählen mit 19, 20, 21, aber er war ja 50. Ne? Und ja, ich habe ihn immer gedrängelt, schreib das auf, schreib das auf. Und er hat gesagt, später, später, später. Und dann war es eines Tages zu spät, weil er dann ganz plötzlich starb. Wir haben dieses Buch über sein Leben und das hat der Autor Francis Nenig geschrieben. Sie haben ihm mit seiner Recherche geholfen. Wie lief das denn ab? Ja, der Francis Nennig, der hat mich gesucht und gefunden. Dann habe ich ihn eingeladen, hierher zu kommen mal. Und da kam er also mit sehr vielen Fragen an und die haben wir von Vormittag bis zum Abend abgearbeitet. Und und dann ist er wieder weggefahren, hat aber immer noch per E-Mail Fragen gestellt weiter. Und ich konnte ihm auch mit Hinweisen bei seinen Recherchen helfen, Hinweise auf Archive, also aus der Zeit des Nationalsozialismus oder Staatssicherheit. Ja, und so verlief das sehr unkompliziert und sehr angenehm. Sehr schön, das freut mich. Wie waren die Reaktionen auf das Buch, als es denn draußen war? Ich kann nur über meinen Bekanntenkreis sprechen. Und da waren die Reaktionen vom Staunen über so ein Leben, das ist Hasso Grabner, bis zur Begeisterung, wie Francis Nennig dieses Buch geschrieben hat, dieses Leben beschrieben hat, nicht? Über den Stil, über die Art. Denn man muss ja immerhin bedenken, dieser Francis Nennig hat weder die Zeit Kaiserzeit, Weimarer Republik, Nazizeit, DDR-Zeit, hat er alles nicht bewusst erlebt. Nicht? Aber deshalb ist es so gut geworden, weil er einfach Distanz hatte zu der Zeit. Nicht? Und, aber er hat sie getroffen, diese Zeit. Denn
ich habe ja also in der DDR gelebt und so geht das also vielen Leuten. Es gab auch welche, die nicht so angetan waren, aber die habe ich ganz schnell vergessen. Freut mich. Jetzt habe ich eine vielleicht alberne Frage, die stelle ich trotzdem. Was meinen Sie, wie Hasso Grabners Leben verlaufen wäre, wenn er nicht in der DDR gelebt hätte? Wäre das anders gewesen? Ja, was wäre, wenn? Das ist die Frage. Sicher wäre es unter anderen Umständen anders verlaufen, aber gleich geblieben wäre sein Charakter. Nicht? Dieser Charakter, ja, kann man mit ein paar Stichworten benennen: unabhängiges Denken, Widerspruchsgeist, Kampfeslust, Pragmatismus, Humor, Vorurteilslosigkeit gegenüber Menschen. Sehr schön. Und wenn man diese Charaktereigenschaften hat, stößt man immer mit der Obrigkeit zusammen. Nicht? Und vor allem, wenn es eine diktatorische ist. Und er hat ja 2 Diktaturen voll gelebt. Aber ich glaube, auch heute hätte er seine Schwierigkeiten, wenn er. Ne? Aber das hat ihn gerade so faszinierend gemacht. Ne? Ja, ne, das glaube ich auch. Ja. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie einen besonderen Gegenstand haben, der Sie an Ihren Mann erinnert. Jetzt haben Sie was, das können wir kurz das sehen und darüber erfahren. Ja, es geht um ein Buch, das genau vor 100 Jahren, 1920, in Berlin erschienen ist. Und seine Geschichte ist folgende. Als mein Mann aus dem Zuchthaus Waldheim direkt nach Buchenwald überstellt wurde, landete er zuerst im Steinbruch, tödliche Arbeit, und seine Genossen holten ihn dann aber raus, weil offensichtlich der Platz in der Häftlingsbibliothek vakant war. Und mein Mann war ja gelernter Buchhändler. Und seine Aufgabe war, Bücher zu katalogisieren, Leserkartei anzulegen, dem Verleihdienst zu machen. Klingt eigentlich ein bisschen komisch, keiner stellt sich vor, dass also im Buchenwald sowas gab. Ich fand das bizarr, ja. Ja, nicht? Aber es gab die Klassiker, es gab also natürlich, es gab selbst kommunistische Literatur, die bloß anders eingebunden war. Also jedenfalls, also er hat das betrieben bis 1940, dann wurde er entlassen und musste ins Strafbataillon 1999, wo er bis zum Ende des Krieges war. Und nach dem Krieg fand er in einem Antiquariat dieses Buch mit seinem Eintrag, mit seinem Katalogeintrag mit seiner Handschrift und dem Stempel Häftlingsbücherei KZ Buchenwald. Und das bewegt mich doch immer sehr, denn wenn man sich dieses Buch anguckt und man sich vorstellt, durch wie viele Hände das gegangen ist im Lager. Und manchmal habe ich das Gefühl, es riecht geradezu nach Vergessen-Wollen, nach Angst, nach Verzweiflung, auch nach Hoffnung. Und in gewisser Weise ist eben auch das Leben meines Mannes da eingeschlossen, denn er hat es auch mehrmals in der Hand gehabt. Ja, Ne? ja, unter sehr unterschiedlichen Umständen. Ja. Vielen Dank, Frau Grabner. Das ist richtig, richtig schön, mit Ihnen zu reden über Ihren Mann, den ich natürlich nicht kennenlernen konnte, aber ich habe das Gefühl, ihm noch ein Stückchen näher zu sein. Vielen Dank. Gerne.